Ja, diejenigen, die sich bei der Fehlersuche aus dem vorletzten Video beteiligt haben, werden wohl schon auf die Lösung warten. Für mich war interessant, was ihr da so für Vorschläge hattet, denn ich wusste ja, wo das Problem liegt. Ich habe mich da bewusst aus der Diskussion herausgehalten, weil ich die Kommentare heute beantworte. Und damit wieder einmal herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Das ist unser Delinquent vom letzten Mal. Ein Verstärker, der nicht verstärkt. Es gab da die verschiedensten Vorschläge, was da nicht stimmen könnte. Und es gibt sogar eine fast 100%ig richtige Lösung. Aber der Reihe nach. Der erste ist gleich in meine kleine Falle getappt. Er meinte, Kollektor und Emitter von einem Transistor wurden vertauscht. Wahrscheinlich meint er den zweiten. Das ist aber leider nicht richtig. Wir haben es hier ja mit einem PNP-Transistor zu tun. Um den anzusteuern, muss die Basis negativer sein als der Emitter. Deshalb gehört der Emitter an den Pluspol. Dem Signal ist es auch völlig egal, ob das Bezugspotential der Minuspol ist, der meist auch Masseverbindung hat, oder die Spannungsversorgungsleitung. Für Wechselspannung ist das dasselbe. Wer das nochmal ein bisschen näher wissen will, kann sich Teil 2 zu den Transistorverstärkern ansehen. Das ist der bisher am wenigsten gesehene Teil. Da geht es um mehrstufige Verstärker, Transistorgrundschaltung und Wechselstromersatzschaltbilder. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass Minus gleich Masse ist, aber als man noch mit Germanium-Transistoren gearbeitet hat, die ja meist PNP-Typen waren, war Masse gleich Pluspol. Das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Würde ich den Emitter an den Minuspol anschließen, würde ich ja für die Basis eine Spannung brauchen, die noch negativer ist. Also das funktioniert nicht. Ganz so offensichtlich ist der Fehler dann doch nicht. Das bestätigt aber wieder, was ich immer sage, wenn man den Fehler finden will, muss man zuerst mal verstehen, wie die Schaltung funktioniert. Also sehen wir uns die mal genauer an. Es ist ein zweistufiger Transistor-Vorverstärker mit zwei Besonderheiten. Das eine haben wir schon gesagt, wir haben zwei komplementäre Transistoren. Der Grund dafür ist, dass die beiden Stufen direkt miteinander verbunden sind. Es gibt hier keine galvanische Trennung der Stufen, wie man das vielleicht sonst kennt, über Koppelkondensator oder Übertrager. Das bedeutet, es ist nicht möglich, die Arbeitspunkte der beiden Stufen getrennt einzustellen. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Das hat aber auch Vorteile, denn das ist im Prinzip ein Breitbandverstärker. Die untere Grenzfrequenz ist tatsächlich 0. Ein Koppelkondensator würde ja niedrige Frequenzen benachteiligen oder man müsste sehr große Kapazitäten nehmen. Ich kann hier sogar Gleichspannungen verstärken. Und jetzt denken wir mal dran, wie man einen Verstärker in einen Schaltkreis integriert. Man kann gut Transistoren, Dioden und Widerstände integrieren, aber nicht Kapazitäten oder Induktivitäten. Ausgenommen vielleicht sehr kleine Kondensatoren von wenigen Picofarad. Und auch das wird dann eher mit Kapazitätsdioden gemacht. In Schaltkreisen sind die Stufen eigentlich immer direkt gekoppelt. Also so ungewöhnlich ist das eigentlich nicht. Um die Funktion zu verstehen, sehen wir uns die beiden Stufen mal einzeln an. Die erste Stufe ist eine ganz normale Emitterstufe mit Spannungsgegenkopplung. Der Basiswiderstand ist mit dem Kollektor verbunden, was eine Rückkopplung bewirkt. Das bringt einerseits eine Arbeitspunktstabilisierung, aber auch eine Gegenkopplung für das Signal, was zum einen die Verstärkung verringert, aber auch die Verzerrung. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für ein Video. Wie funktioniert das eigentlich, dass eine negative Rückkopplung den Klirrfaktor verringert? Der Arbeitspunkt der ersten Stufe wird durch den Basiswiderstand eingestellt, denn der legt den Basisstrom fest. Und das reicht aus, weil der Bipolartransistor ein stromgesteuertes Bauelement ist. Es gab den Vorschlag, hier noch einen Widerstand gegen Masse zu legen, also quasi über einen Spannungsteiler die Basisspannung einzustellen. Das bringt aber nichts, denn an der Basis liegt einfach nur die Flussspannung der Basis-Emitter-Diode. Und die kann ich nicht großartig ändern. Wenn ich da noch einen Widerstand parallel lege, verringert das nur den Eingangswiderstand des Verstärkers. Kommen wir zur zweiten Stufe. Das ist jetzt auch eine einfache Emitterschaltung. Diesmal mit Stromgegenkopplung über den Emitterwiderstand. Also praktisch das gleiche wie beim letzten Video. Hier kann der Arbeitspunkt durch einen Basisspannungsteiler eingestellt werden, weil das Emitter- und Basispotential über den Emitterwiderstand angehoben wird oder in dem Fall, weil die Stufe auf dem Kopf steht, abgesenkt wird Richtung Minus. Das Basispotential hängt vom Spannungsabfall über Re ab und der wird durch den Strom bestimmt, der durch ihn fließt.
Das Besondere hier ist, dass der Spannungsteiler nicht aus zwei festen Widerständen besteht, sondern ein Teil davon ist der erste Transistor, also ein veränderlicher Widerstand. Deshalb bestimmt der Arbeitspunkt des ersten Transistors den des zweiten. Nachdem wir jetzt wissen, wie das funktioniert, können wir auf die Fehlersuche gehen. Es gab den Vorschlag von Spock 1970, da fehlt der Kondensator über dem Emitterwiderstand der zweiten Stufe. Ja, wenn dort kein Kondensator den Widerstand für den Wechselstrom überbrückt, sinkt die Verstärkung. Aber nicht so weit, dass bei einem zweistufigen Verstärker gar nicht mehr verstärkt wird. Und denken wir nochmal dran, was ich gesagt habe zum integrierten Schaltkreis. Da können wir solche Kondensatoren nicht einbauen. Eventuell muss man die Verstärkung durch eine zusätzliche Stufe erreichen. Sehen wir uns mal an, was wir aus den gemessenen Spannungen ablesen können. Die Basis-Emitterspannung von T2 liegt bei 0,74 Volt. Das bedeutet erstmal, dass sie leitend ist. Man kann daraus aber noch was anderes ableiten und da war ich überrascht, dass das auch jemandem aufgefallen ist. 0,74 Volt ist ziemlich viel. Das deutet darauf hin, dass da ein ziemlich hoher Basisstrom fließt. Normalerweise rechnet man mit 0,65 bis 0,7 Volt. Der Unterschied klingt jetzt nicht sehr groß, aber wir haben es hier mit einer sehr steilen Diodenkennlinie zu tun. Bei großen Stromänderungen ändert sich die Spannung nur wenig. Nicht umsonst nutzt man solche Kennlinien zur Spannungsstabilisierung. Natürlich muss man bei so kleinen Differenzen auch an einen möglichen Messfehler denken, aber es ist ein Indiz, dass da was nicht stimmt. Leider bietet hier 1b, 11b keine Lösung an. Woran könnte das denn liegen und wie können wir es beheben? Man kann das Problem aber an einer noch viel offensichtlicheren Sache erkennen. Die Kollektor-Emitter-Spannung ist gerade mal 0,08 Volt. Das Ding ist voll durchgesteuert. Der Transistor ist einfach eingeschaltet und voll in der Sättigung. Ein Wunder, dass da überhaupt noch ein Signal durchgekommen ist. Um den Transistor weniger auszusteuern, müssen wir die Basis positiver machen. Und dazu sehen wir uns mal den Basisspannungsteiler an. Das Verhältnis von RC1 und dem Widerstand der Kollektor-Emitter-Strecke von Transistor 1 legt die Basisspannung fest. Eine Möglichkeit ist, RC1 kleiner zu machen. Da ist aber nicht viel Spielraum nach unten. Außerdem verringert das die Spannungsverstärkung und das wollen wir eigentlich nicht. Wie sieht es dann mit der Aussteuerung von T1 aus? Wenn man einen Transistor maximal aussteuern will, stellt man den Ruhestrom so ein, dass er halb geöffnet ist. Das würde eine Kollektorspannung von 4,5 Volt bedeuten. 4,21 Volt ist nicht weit weg, aber auch der Transistor ist stärker durchgesteuert. Bei einer Vorstufe ist das Signal noch so klein, dass man gar nicht so stark aussteuert. Deshalb legt man den Arbeitspunkt eher niedriger, weil das Strom spart und die Spannungsverstärkung größer ist. Die Kollektorspannung müsste also typischerweise eher größer sein. Also kümmern wir uns mal um den Arbeitspunkt der ersten Stufe. Ich hatte ja gesagt, die Schaltung stammt aus der Literatur und beim letzten Mal hatten wir uns ja überlegt, was da die Fehlerquellen sein könnten. Ist die Dimensionierung vielleicht falsch? Erstmal würde ich davon nicht ausgehen, denn wenn man eine Schaltung veröffentlicht, sollte sie schon mal funktioniert haben. Eventuell ist es ein Druckfehler. Wenn das so ist, muss der Fehler aber gravierend sein. Es geht nicht um 1-2 Kiloohm beim Basiswiderstand oder um 100 Ohm beim Kollektorwiderstand. Um das zu überprüfen, machen wir doch mal das, was einige nicht so gerne tun, eine Überschlagsrechnung. Das Ohmsche Gesetz sollte ja jeder kennen. Betrachten wir doch mal die erste Stufe einzeln. Wir steuern den Transistor etwas weniger als zur Hälfte durch. Nehmen wir einfach mal eine Kollektorspannung von 6 Volt, so wie wir es beim letzten Mal bei der Einzelstufe hatten. Damit haben wir 3 Volt über dem 1,8 Kiloohm Kollektorwiderstand. Das macht einen Kollektorstrom von etwa 1,7 mA. Das bisschen Basisstrom können wir vernachlässigen. Hört sich gar nicht so schlecht an. Wie groß muss dann der Basisstrom sein? Die Stromverstärkung ist etwa 100. Ich habe das ja nicht umsonst dahin geschrieben. Das macht 17 Mikroampere Basisstrom. Wie groß muss der Basiswiderstand dann sein? Die Spannung ist 5,3 Volt, also 6 Volt am Kollektor minus 0,7 Volt an der Basis. Geteilt durch 17 Mikroampere kommen wir auf rund 312 Kiloohm. Das passt. Ihr könntet das auch noch anders überprüfen, das hat auch jemand gemacht. Man kann die Schaltung heute ja am Computer simulieren. Und dabei kam heraus, dass der Verstärker mit den angegebenen Werten funktioniert.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch ein Bauelemente-Problem. Also messen wir doch einfach mal die Widerstände. Beim Basiswiderstand müssen wir aufpassen, weil dort eine Diode parallel liegt. Messbereich 2000 Kiloohm und wir messen 331 Kiloohm. Der scheint okay zu sein. Jetzt der Kollektorwiderstand. Ich stelle den Messbereich auf 2 Kiloohm ein. Und das Ohmmeter zeigt nichts bzw. 1 und das bedeutet, entweder der Eingang ist offen, also Widerstand unendlich, oder der Messbereich ist zu klein. Ist der Widerstand vielleicht unterbrochen? Messen wir nochmal im höchsten Messbereich. Aha, 178 Kiloohm statt 1,8. Ziemlich genau 100 mal so hoch. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Widerstand hochohmig wird und der Wert danach genau 100 mal so hoch ist? Das wäre ein großer Zufall. Also sehen wir uns den Widerstand etwas genauer an. Die Farbkombination Braun, Grau, Gelb, Gold. Und das sind tatsächlich 180 Kiloohm. Richtig wäre, wenn der dritte Ring rot ist. Wir haben jetzt eine neue Fehlerart kennengelernt, die wir beim letzten Mal noch nicht auf der Liste hatten. Die Dimensionierung stimmt. Ob sie optimal ist, steht auf einem anderen Blatt. Der Stromlaufplan ist in Ordnung. Kein Druckfehler. Dass die Verdrahtung stimmt, hatte ich überprüft. Es ist auch kein Bauelement defekt, sondern einfach nur verwechselt worden. Und so ungewöhnlich, wie sich das anhört, ist das gar nicht. Ironischerweise habe ich beim Experimentieren mit der Schaltung tatsächlich auch einen Widerstand gefunden, der in der falschen Box lag. Das passiert schon mal beim Einsortieren. Und das ist jetzt der Unterschied, den eine gewisse Erfahrung ausmacht. Wem das noch nie passiert ist, der kann bei so einem Fehler verzweifeln. Beim nächsten Mal sucht man nicht so lange, weil man gleich ein Auge drauf hat. Also nehmen wir jetzt einen echten 1,8 Kiloohm Widerstand und sehen, was passiert. Das sieht schon wesentlich besser aus. Und das sind jetzt die gemessenen Spannungen. Ja, wenn es einen Preis geben würde, dann bekäme den Code 773. Sehen wir mal, was er geschrieben hat. Zunächst fällt auf, dass T2 voll durchgesteuert ist, weil ja Emitter und Kollektor fast auf dem gleichen Spannungsniveau liegen. Richtig, das ist das Auffälligste. Der Grund hierfür muss sein, dass die Basis zu niedriges Potential aufweist. Auch richtig. Zur Korrektur muss also die Basis positiver werden und dieses Potential wird von der Vorstufe aus T1 und dem Arbeitswiderstand RC1 bestimmt. Auch das stimmt. T1 muss also mehr durchgesteuert werden oder RC muss verkleinert werden. Da ist ein kleiner Denkfehler drin, T1 muss weniger durchgesteuert werden, damit das Potential steigt. Da ich davon ausgehe, dass die Schaltung ordnungsgemäß mit den angegebenen Bauteilen funktioniert, tippe ich auf RC1, dass der einen zu hohen Wert besitzt, nämlich 18 Kiloohm anstatt 1,8 Kiloohm. Tatsächlich sind es sogar 180 Kiloohm gewesen, aber das macht auch keinen großen Unterschied mehr. Noch ein kleiner Hinweis für die Praxis. Manchmal ist es nicht nur wichtig, was man misst, sondern auch womit. Die Widerstände habe ich ja mit diesem einfachen Multimeter gemessen. Ich hatte es auch mit diesem besseren Gerät mit automatischer Messbereichswahl versucht. Den Basiswiderstand der ersten Stufe konnte ich damit nicht vernünftig messen, weil es immer angezeigt hat, dass das eine Diode ist. Gut, ich hoffe, der eine oder andere hat ein bisschen was gelernt. Schreibt mir, wie euch solche Videos gefallen. Ich hatte schon überlegt, ob man das auch mal andersherum angehen kann. Also nicht einen Fehler einbauen und suchen, sondern von einer funktionierenden Schaltung ausgehen und dann zu überlegen, was wäre wenn. Also wie äußert sich das, wenn bestimmte Fehler auftreten? Ich bin gespannt auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.